Heute gibt es den dritten Teil vom Menschen und Lebensstile in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gerade erwähnt, gibt es heute den dritten und somit auch letzten Teil von Menschen und Lebensstile in Polen. Wenn du die ersten beiden Teile noch nicht gesehen hast, kannst du das gleich auch nochmal machen. Die Videos packe ich euch dann unten in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Da sprechen wir unter anderem über sehr traditionelle Sachen, wie zum Beispiel den Handkuss, wie man sich gegenüber einer Dame verhält oder auch das Verhalten gegenüber Gäste. Aber ich würde sagen, ich halte euch jetzt nicht länger auf und wir gehen jetzt auch schon zum dritten Teil rüber. So, das ist hier die Seite info-polen.com und da sind hier auch schon alle Themen, die wir hier abgearbeitet haben. Und wo sind wir stehen geblieben? Genau hier. Gast im Haus, Gott im Haus. Wenn man am Tisch sitzt, sollte man die Gastgeber für den herrlichen Empfang loben. Die Polen sind davon überzeugt, dass sie zu den außergewöhnlichen gastfreundlichen Nationen gehören. Und sie lieben es, darin bestätigt zu werden. Vielleicht, also der Pole weiß ja selber, dass er sehr gastfreundlich ist. Ob er jetzt dafür extra eine Bestätigung braucht, weiß ich nicht. Würde ich jetzt so nicht bestätigen, aber wir lassen das einfach mal so stehen. Das kommt nicht von ungefähr. In der Vergangenheit pflegten ihre Vorfahren zu sagen, Gast im Haus, Gott im Haus. Was bedeutet, dass man dem Gast nur das Beste anbieten soll. Wenn das Beste gerade fehlte, dann wich man auf die nächste Maxime aus. Nobel geht die Welt zugrunde. So passierte es, dass man sich für die Bewirtung Schulden auflud, an denen man noch Jahre zahlte. Das Verlangen, den Gast glücklich zu machen, besteht bis heute. Heutzutage hat sich viel geändert. Ein bescheidener gedeckter Tisch führt aber wie schon vor Jahrhunderten zu regen Diskussionen. Wie gesagt, der Pole weiß, dass er eigentlich sehr gastfreundlich ist und ich finde, das ist auch ein bisschen so die Mentalität und der Charakter des Polen auch. Ich finde, einige Sachen sind hier ein bisschen überspitzt dargestellt. Vielleicht kommt das auch noch so ein bisschen aus der älteren Zeit von früher. Aber ja, also ich würde jetzt hier sagen, okay, kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Schauen wir mal weiter. Abendliche Gespräche von Polen. Um des lieben Friedens Wille sollte man keine Diskussion über Politik anregen. Einst ergab sich Diskussionen durch die Geschichte und das Leben an sich. Im 19. und 20. Jahrhundert war Polen nur 32 Jahre unabhängig, 1918 bis 1939 und seit 1989. So drängten sich die Gesprächsthemen gerade dazu von selbst auf. Teilweise kann ich hier schon mal zustimmen, über Politik hier in Polen zu reden, ist manchmal eine heikle Sache. Da sollte man vielleicht, ich sage jetzt mal so, man sollte da vielleicht wirklich darauf achten, mit wem man über Politik spricht, weil es kann sehr, sehr schnell zu Streitdiskussionen kommen. Also gerade hier in Polen, die sind schon manchmal emotional, wenn es um dieses Thema geht. Ihr Inhalt waren die Betrachtungen aktueller Missgeschicke und die Erinnerung an die guten alten Zeiten. Selbstverständlich war der nächste Schritt die Suche nach den Schuldigen dafür, dass sich die verstärkte Vergangenheit in einen grauen Alltag verwandelt hatte. Jeder hatte dazu eine andere Meinung. Man sagt, wenn zwei Polen diskutieren, entstehen drei Parteien. Ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber okay. Das bedeutet, dass jeder Pole seinen Standpunkt hat. Über Generationen hat sich eine Mentalität gebildet, von der man sich heute nur schwer lösen kann. Obwohl sich Polen schon unter dem schützenden Schirm der NATO befindet und auf die Integration in die EU vorbereitet. Also hier, den Punkt verstehe ich hier nicht ganz, weiß nicht, vielleicht kann mich hier irgendjemand aufklären, Integration in die EU vorbereitet. Polen ist schon seit fast 20 Jahren in der EU, also entweder ist hier der Beitrag mega alt, aber dann schon über 20 Jahre oder ich weiß nicht, woher das kommt. Weiß ich nicht, vielleicht verstehe ich ja jetzt auch irgendetwas falsch, könnt ihr mir mal in den Kommentaren hinterlassen, was ich hier vielleicht durcheinander gerade bringe, aber zumindest
nehme ich das gerade so auf. Ein Ausländer, der sich unbedacht auf eine politische Diskussion einlässt, sollte auf jedes Wort achten. Ja, gerade das, was ich auch gesagt habe. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das speziell nur für Ausländer geht. Im Allgemeinen, wenn man hier über Politik redet, sollte man schon wissen, mit wem man über Politik redet und ja, welche Themen man dann auch anfängt. Die Polen kennen ihre Schwächen ganz genau, wollen aber nicht vom Fremden daran erinnert werden. Wenn die Atmosphäre brenzlig wird, sollte man lieber sofort das Thema wechseln und zum Beispiel fragen, wie es den Polen unter solchen schweren Bedingungen gelingt, auf europäischem Niveau zu leben. Dann kommt die Antwort, dass man sich eben immer zu helfen wissen müsste. Also auch das hier, also sorry, ich finde, das ist hier sehr überspitzt dargestellt. Ja. Gehen wir mal einfach mal vom ganz, ganz normalen Menschlichen aus. Jetzt schauen wir nicht, ob das Pole, Deutscher oder Japaner ist oder keine Ahnung was. Natürlich hört nicht jeder gerne über seine Schwächen. Ich finde, das ist hier ein bisschen dramatisiert alles dargestellt, dass man den Polen bloß nicht auf irgendetwas ansprechen sollte, sonst, so wie es hier steht, kann es ja brenzlig wirken und man muss dann sofort das Thema wechseln. Also, wie gesagt, man muss schon wirklich, gerade wenn es um das Thema Politik geht, hier ein bisschen achten, wie man hier mit den Leuten darüber spricht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es hier irgendwie lebensgefährlich ist, hier über das Thema zu sprechen. Also ich finde, dieses Ganze jetzt hier ist hier schon sehr, sehr, sehr überspitzt dargestellt, teilweise auch, was hier steht, Integration in der EU vorbereiten, dass sie sich auf die Integration in der EU vorbereiten. Weiß ich nicht, also sorry. Gehen wir weiter. Große Improvisation. Nicht ohne Grund ist die große Improvisation eines der größten nationalen Werke des Dichters Adam Mickiewicz. Die Polen wussten sich in außergewöhnlichen Situationen, für die man Kräfte mobilisieren musste, immer besser zu helfen als im Alltag. Im Angesicht der Gefahr haben sich europaweit die ersten und nach der amerikanischen weltweit der zweiten Verfassung verabschiedet. Doch sie vermochten nicht, diese zu wahren. Zu diesem Thema habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das ist schon ganz, ganz, ganz alt, also ja, das habe ich mal vor über 2 Jahren gedreht, wo dann hier auch dieses Thema mit der Verfassung angesprochen wird, packe ich euch auch in der Videobeschreibung rein, könnt ihr euch bei Bedarf mal anschauen, wenn ihr möchtet. Deshalb improvisieren sie später in der Zeit der Aufstände und Kriege sowie am runden Tisch, wo der Aufbau einer Demokratie seinen Anfang nahm. Der eigentliche Aufbau, welcher große Anstrengungen und Ausdauer erforderte, ist ihnen schwer gefallen. Ja, okay, das stimmt, ja. Die Fähigkeit, sich in jeder schwierigen Situation zu helfen, zu wissen, ist weiterhin für Polens ausländische Gäste und Geschäftspartner nützlich. Wenn ein Pole etwas wirklich will, dann schafft er das auch. Die Frage ist nur, wie es der berühmte polnische Dichter Stanisław Wyspiański formulierte. Ob er es wirklich will. Schon im zweiten Teil habe ich angefangen, einige Punkte zu kritisieren. Hier sehe ich das jetzt ähnlich. Also ich muss hier leider sehr, sehr, sehr viel kritisieren. Ich finde, das ist hier alles sehr überspitzt dargestellt. Also wirklich sehr, sehr, sehr vielleicht klischeehaft, vielleicht noch irgendwie, also mir kommen einige Sachen hier wirklich so vor, als ob das irgendwie, weiß nicht, vielleicht sogar wirklich vor 20 Jahren geschrieben worden ist, wo, ja, kann man jetzt nicht sagen, wo Polen frisch aus dem Kommunismus rausgekommen ist, weil da waren ja schon einige Jahre aus dem Kommunismus draußen, aber so, vielleicht versteht ihr, was ich meine, das ist hier alles so sehr, sehr, sehr auf alte Art und Weise hier dargestellt. Zumindest ist das mein Empfinden. Wenn ich mich da irre, hinterlasst mir das mal in den Kommentaren, vielleicht irre ich mich da auch. Arbeit und Bezahlung. Die Kombination des polnischen Hangs zur Improvisation mit der westlichen Verwaltungstechnik brachte interessante Ergebnisse. Ambitionierte, erfolgsorientierte junge Menschen haben sich zu leistungsfähigen Managern entwickelt. Sie arbeiten sehr intensiv, ohne dabei auf ihre gesetzlich geregelten Feierabend zu pochen. Ja. Ja, sorry, wenn ich das wiederhole, aber hier, meiner Meinung nach, ist das wieder genau das Gleiche. Das ist alles sehr, sehr, sehr weit hergeholt. In Polen war das früher wirklich so, zur Kommunistenzeit oder gerade auch frisch nach dem Kommunismus war hier einfach wenig Arbeit. Die Situation war hier sehr ja, kritisch, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich hatten hier die Leute auch Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die einfach vielleicht weniger auf irgendwelche Gesetze geachtet haben. Aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Also hier gibt es auch ein ganz normales Arbeitsrecht. Hier gibt es das
Kodex Praze, das ist so wie in Deutschland das Arbeitsschutzgesetz. Viele Leute, also ich würde jetzt sagen, das ist ähnlich wie in Deutschland, nur die halten sich halt hier daran. Vielleicht wird das hier ein bisschen lockerer gesehen, das ein oder andere, aber es ist jetzt auch nicht so irgendwie, dass die hier auf Krampf jetzt arbeiten, Überstunden machen, sich hier kaputt machen, nur weil die Angst haben, den Job zu verlieren. Auch hier finde ich das einfach zu überspitzt dargestellt. Es zählen das Ziel und die Ergebnisse und nicht die bürokratische Vorschriften. Nein, stimme ich nicht zu. Auch Arbeiter und Angestellter schützen ihre Arbeit. Sie erledigen sie mit dem gleichen Eifer, um sie nicht zu verlieren. Ja, das ist gerade, was ich gesagt habe. Nein, kann ich so nicht bestätigen. Zumindest nicht so, wie es hier dargestellt ist. Also wie schon gerade erwähnt, du hast hier und da überall mal Leute, die haben Angst. Das hast du aber auch in Deutschland. Das ist ja nicht so, dass in Deutschland jetzt jeder Punkt wirklich auf Gesetz achtet. Das sind auch Leute, die vielleicht ein bisschen härter arbeiten, weil die sich Gedanken machen um ihren Job. Also ich finde, da gibt es jetzt keinen großen Unterschied. Ist zumindest mein Empfinden. Vielleicht irre ich mich da auch. Wie gesagt, hinterlasst mir das mal in den Kommentaren, falls ich da vielleicht falsch denke. In der polnischen Statistik der Ängste steht die Angst vor der Arbeitslosigkeit an erster Stelle. Hier hat das vielleicht ein bisschen was damit zu tun, was ich schon am Anfang erzählt habe, dass gerade nach dem Kommunismus hier die Arbeitsbedingungen hier sehr, sehr, sehr schlecht waren. Hier gab es auch kaum Arbeit und vielleicht daher die Angst, aber das ist, wie gesagt, veraltet. Das ist so nicht mehr. Ich muss mich mal schlau machen, von wann dieser Beitrag ist. Also ich habe das Gefühl, der ist wirklich 20 Jahre alt oder so. Wenn man hier auf andere Sachen klickt, die sind eigentlich sehr aktuell aus diesem Jahr. Und wenn ich dann sowas lese, sorry, das ist alt. Das ist alt. Die Frage nach dem Verdienst ist nicht sehr sinnvoll, wenn fast jeder sagt, was er auf der Hand verdient, zu klagen beginnt und seine Kaufkraft mit der seinen Kollegen in der EU vergleicht. Nein. Polens Betriebsamkeit und Unternehmensgeist finden im Handel ihren besten Ausdruck. Dort, wo man es am wenigsten erwartet, gibt es einen Bazar. Im Stadion in Warschau ist zum Beispiel der größte von Europa. Kenne ich nicht, sorry, noch nie gehört. Basare findet man aber auch in Städten auf zentralen Plätzen oder auf den freien Feldern. Also sorry, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich finde hier sehr wenig Basare. Also ich nehme jetzt mal Basar als ein Trödelmarkt, auf sowas in der Richtung. Also Gemüsemärkte gibt es hier wirklich en masse. Aber so Basare, also ich wohne in Łódź. Wenn jemand hier in Łódź wohnt, kann er mir mal sagen, wo hier auf dem Felde und was weiß ich nicht, wo irgendwo Basare stattfinden oder auf zentralen Plätzen. Ich kenne zum Beispiel in Łódź hier keinen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dorthin zieht es Kaufleute aus der ganzen Welt, von Peru bis Korea. Übrigens sind besonders im Supermarkt die meisten Produkte mehrsprachig gekennzeichnet, was das Einkaufen sehr leicht macht. Sorry, nein, das kann ich nicht bestätigen. Ich habe hier noch nie wirklich gesehen, dass hier Produkte wirklich mehrsprachig gekennzeichnet sind. Wenn der Verfasser meint, dass auf dem Artikel mehrsprachige Kennzeichnungen sind, ja, das ist richtig, aber das ist irgendwie jetzt auch nichts Besonderes. Das findet man überall eigentlich, ob in Polen oder auch in Deutschland. Wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Schokolade nimmt und zum Beispiel die Zusammensetzung oder die Beschreibung der Schokolade liest, hat man das meistens in, was weiß ich, 10 Sprachen. Das ist aber jetzt irgendwie meiner Meinung nach nichts Besonderes. Ebenso bequem ist es mit der Bezahlung. Es gibt zahlreiche Wechselstuben, Banken und Geldautomaten, wo man Zloty bekommen kann. Außerdem akzeptiert jede größere Einrichtung Kreditkarte. Ja, nicht nur jede größere, eigentlich auch jede kleinere. Hier kann man eigentlich überall mit Karte zahlen. Ich habe hier fast noch nichts gesehen. Also es ist eigentlich mehr die Ausnahme, wo man hier nicht mit Karte zahlen kann. In Polen ist das sogar so, wenn du ein Kaugummi für 10 Grosche kaufen möchtest, was, ich weiß nicht, 2-3 Cent sind, kauft man das hier mit der Karte. Das ist Standard, meiner Meinung nach. Ja, genau. Dann noch, was man über Polen wissen sollte. Das Klima ist wechselhaft. 4 Jahreszeiten sind klar zu unterscheiden. Der Frühling ist voller Überraschungen. März und April sind entweder warm und sonnig oder kalt und verregnet. Das stimmt. Selbst Schnee ist möglich. Das ist auch richtig. Im Sommer ist es warm, manchmal verregnet. Ja, europäisches Wetter halt. Es ist die beste Jahreszeit für Polen besuchen. Der Herbst kommt bunt und sonnig daher und ist deshalb ideal für Liebhaber von Waldwanderung. Ja, okay, kann sein. Stimme ich zu. Allerdings muss man zum Ende hin mit Regen rechnen. Ja, kann auch passieren, ja. Im Winter schwankt die Temperatur um 0 Grad. Richtig. Eine Garantie für Schnee gibt es nur in den Gebirgen. Ja, vielleicht. Also in den Bergen hat man eigentlich so gut wie jedes Jahr Schnee. Ich muss sagen, seitdem ich in Polen lebe, hatten wir hier bisher
jedes Jahr Schnee. Zumindest hier bei mir in Łódź. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Vielleicht, wenn man mehr jetzt Richtung Deutschland geht, vielleicht weniger. Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde jetzt sagen, umso mehr man in den Osten geht, hat man in der Regel eigentlich schon Schnee. Zumindest ist das so das, was ich beobachtet habe. Wegen der Laune des Wetters gehört die Vorhersage im Fernsehen zu den meistgesehenen Programmen. Kann sein. Kann sein, weiß ich nicht. Krankenversicherung. Man sollte sich bei seiner Versicherung erkundigen, welchen Schutz man für Polen braucht, da die private Behandlung in Polen teuer ist. Für Polen ja, für Ausländer nicht. Also für Euroverdiener nicht. Die Apotheken haben ein umfangreiches Angebot, das stimmt. Hier gibt es auch sehr, sehr viele Apotheken. Ich glaube, ich habe hier im Umkreis von 500-600 Meter, ich glaube 6 oder 7 Apotheken. Und ist jetzt kein Scherz. Also wirklich. Kirchen. Für Besuche von Gotteshäusern sollte man nicht die Sonn- und Feiertage wählen, da die Polen ein sehr religiöses Volk und die Kirchen während der Messe überfüllt sind. Ja, nein, das ist nicht so. Klar, es wird mit Sicherheit hier und da mal eine Kirche geben, wo es wirklich sehr voll ist, aber es ist nicht so, dass man Sonn- und Feiertags meiden sollte. Ich würde jetzt eigentlich sagen, ganz im Gegenteil. Da kann man auch sehen, wie die Polen ihre Religion ausleben. Es ist nicht überfüllt. Es ist voll, ja, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist jetzt nicht so, dass man das meiden sollte. Also hier finde ich, ist das sehr übertrieben dargestellt, mein Empfinden zumindest. Ganz zu schweigen von Fotografieren in dieser Zeit. Man sieht es auch nicht gerne, wenn jemand beim Kirchenbesuch zu locker gekleidet ist. Okay, das stimmt, ja. Wie schon im vorigen Teil erwähnt, kleiden sich die Polen sehr gerne elegant und das auch beim Kirchenbesuch. Und ich finde, man sollte zumindest darauf achten, dass man sauber und nicht mit irgendwelchen kaputten Klamotten in die Kirche geht oder auch wirklich nicht irgendwie mit Jogginghose oder sowas. Ja, also man sollte dann schon vernünftig zumindest aussehen. Ne? Telefonieren. Polen wird durch die Netze von 3 Mobilfunkanbietern abgedeckt. Auslandsgespräche vom Festnetz aus sind im Europavergleich mit am teuersten. Also, nein, Polen hat doch mehr wie 3 Mobilfunkanbieter, auf jeden Fall. Also das muss ich jetzt prüfen, aber ich bin mir da sicher, ja, sicher hat Polen mehr wie 3 Mobilfunkanbieter, hundertprozentig. Und auch vom Festnetz, also ich weiß nicht, wer heutzutage noch Festnetz benutzt, aber mag sein, dass es wirklich, wenn man jetzt vom Festnetz außerhalb Polen anruft, dass es dann teuer wird. Ich denke, aber das wird in Deutschland genauso sein. Ich kenne da jetzt die ganzen Tarife nicht. Hier hinter diesem Punkt Telefonieren mache ich erstmal ein ganz dickes Fragezeichen. Ganz dickes Fragezeichen. E-Mail. In jeder größeren Stadt gibt es Internetcafés. Inzwischen haben auch die meisten Unternehmen Internetzugang und die Zahl der privaten Internetnutzungen steigt. Ey, sorry, ich weiß, tut mir leid, wenn ich jetzt so reagiere, aber ich weiß nicht, der Beitrag, der muss uralt sein. Ne, also erstens, ich habe hier in Łódź noch nie ein Internetcafé gesehen. Ich glaube, weil hier gar keiner mehr Internetcafés nutzt. Ich denke, wirklich jeder hat Internet zu Hause und jedes Unternehmen hat Internet. Ohne das funktioniert die Welt gar nicht mehr. Boah, ich glaube, der Beitrag, der ist wirklich uralt. Also hier mal bitte an den Verfasser, korrigier mal den Beitrag bitte, erneuer den, mach mal irgendwelche neuen Infos oder hinterlass mal irgendwie eine Message hier, dass der Beitrag schon irgendwie, ich weiß nicht, also mir kommt das jetzt vor, wenn ich das lese, ich lese einen Beitrag irgendwie, der 20, 25 Jahre alt ist. Sicherheit. Die Verbrecherrate Polens gehört zu den niedrigsten in Europa. Ja, das stimmt sogar. Trotzdem ist es besser, abends bestimmte Stadtteile zu vermeiden, von denen Reiseführer und Bekannte gewarnt haben. Man hat ja überall eine Stadt, wo man vielleicht die Gegend wirklich meiden sollte. Ja, okay. Das Wegreißen von Taschen wird eher nicht vorkommen. Allerdings sollte man sich besonders im überfüllten Straßenbahnen, Bussen und Zügen vor Taschendieben vorsehen. Ja, okay, das stimmt. Auf keinen Fall darf man das Radio oder andere wertvolle Gegenstände im Auto lassen. Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Erstens, ich glaube, keiner klaut heute mehr Autoradios. Also man kann nicht abstreiten, dass wirklich es hier in Polen eine Zeit gab, vor circa 30 Jahren, 25 Jahren, wo hier auch in Autos eingebrochen wurde, wo dann auch gerade die Autoradios geklaut wurden. Aber mittlerweile, das macht keiner mehr. Keiner nimmt mehr sein Autoradio mit oder sonst irgendetwas. Es gibt ja auch noch diese, vielleicht kennt ihr das noch irgendwie, diese Lenkradblockaden, so Stangen. Das hat hier auch keiner mehr. Früher hat man das hier gehabt. Das hat aber auch mit der Technik des Autos zu tun, dass die früher halt nicht diese Blockierung drin hatten. Mittlerweile haben das ja die ganzen Autos. Also sorry, das ist für mich wirklich extrem veraltet. Wenn das wirklich jemand liest,
der das Land Polen nicht kennt, der kann sich erschrecken, wenn er das liest. Also ist zumindest mein Empfinden, wenn dann sowas hier geschrieben wird. Also klar, man soll keine Wertgegenstände im Auto lassen, das ist ganz normal. Und wenn du da irgendwie eine Handtasche drin lässt, wo vielleicht schon das Portemonnaie und ein Geldschein rausguckt, es ist möglich, dass eingebrochen wird. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das nationalitätsabhängig ist, also dass sowas nur in Polen passiert. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hätte ich mehr Angst davor, dass mir sowas in Deutschland passiert, wie in Polen. Ich habe hier schon mal in Polen meine Autoschlüssel in der Autotür stecken lassen und mein Auto stand sogar noch am nächsten Tag. Also das ist hier sowas von veraltet, meiner Meinung nach zumindest. Also in diesem Teil des Beitrages muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Verfasser nicht wirklich viel Recht gehabt. Hier sind so viele Unklarheiten, so viele Sachen, die hier gar nicht passen, zumindest auch nicht zeitgemäß passen. Mein Tipp an den Verfasser, ohne dem Verfasser hier zu nahe zu kommen, aber er sollte auf jeden Fall mal den Beitrag ganz stark überarbeiten, denn das, was hier drin steht, das ist so veraltetes Wissen, meiner Meinung nach zumindest. Eure Meinung würde mich aber sehr interessieren. Was haltet ihr von dem Beitrag? Wie findet ihr das, was der Verfasser hier geschrieben hat? Hat er recht? Hat er Unrecht? Ist das richtig, was er hier schreibt? Das würde mich mal wirklich sehr, sehr interessieren. Meine Meinung zu diesem Thema kennt ihr ja jetzt. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.